Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja. Heute wurde in der Gruppe gefragt in der deutschen Gruppe von G&S, ob man diese Textur da oben drauf, diese Texte ausschalten könnte. Frage, Sinn in meinen Augen nein. Warum? So kann ich von hier außen schön sehen, aha, ist das Feld fertig oder braucht es noch ein bisschen und so weiter und so fort. Wenn ich den Text jetzt ausschalten könnte, sehe ich es doch gar nicht. Dann müsste ich jedes Mal hier auf jedes Feld rum, ne, und müsste dann draufklicken. Gut, das kann ich jetzt hier, ne, ernten. Und dann können wir es auch gleich mal düngen. Und das werde ich dann nachher rundrum machen. Ne, das ist zum Beispiel Getreide. Das habe ich jetzt hier im Objektenordner. Ne? Und dann tut sich das langsam hier abernten. Und dann ist das auch soweit schon fertig. Dann gucken wir mal. Ne? Keine Düngung verbrauchen. Also bei den alten Feldern muss man noch über die HAT düngen, die Felder. Es gibt natürlich auch diese besondere Sichel, aber die verbraucht zu viel, die verbraucht sich zu schnell in meinen Augen. Die macht momentan noch nicht so wirklich Sinn. Ne? Und ihr seht im Logo-Chat bei mir hier, von 1 bis 20 geht nur, ähm, wie hoch man das Feld düngen kann. Und dann her steht hier 1. 2 von 2 und dann ist es das fertig, das Feld. Und bei den alten Feldern fand ich bei den alten Feldern schon ein bisschen schön. Die sind natürlich groß, ne? Die sind natürlich riesig. Aber die haben hier immer so einen schönen Brunnen gehabt. Da wusste man, aha, Wasser nachfüllen, Wasser nicht nachfüllen. Ne? Und das geht bei den großen Feldern, sieht man das. Bei den kleinen, bei den neuen, steht es oben drüber, wie viel Prozent, ne, da brauche ich einfach nur hierher gehen, gucke, aha, das eine hat 126, das andere hat 122, das eine hat 204 und so weiter und so fort. Klar muss ich noch drauf gehen und muss mich draufstellen und muss dann gucken, will das gedüngt werden oder will es nicht gedüngt werden. Das ist auf eine Art und Weise das Schöne bei den neuen Feldern. Ja, die brauche ich nicht über die HAT düngen. Ne, da gehe ich wie hier bei den Tomaten einfach drauf und klick Clear und dann wird es gedüngt. Das ist, ne? Das ist das Schöne bei den neuen Feldern. Und bei den neuen Feldern ist es so, die neuen Seeds, die man kriegt, sei es na, Tee oder sei es Erdbeeren, die sind besondere Seeds, die bekommt man nur einmal und die kann man auch nur einmal verwenden. Ne? Aber wie Tomaten und Kartoffel und Getreide und so, die sind immer drin. Ne? Das sind die Reisfelder von früher. Da hat er einfach so ein Prim gemacht und auch noch auf dem Prim Wasser geschrieben und dann das funktioniert. Das funktioniert aber nur mit dem Reis. Bitte nicht da drauf Zuckerrohr stellen wollen, das funktioniert nicht. Ne, hier ist nochmal ein Weinfeld von mir. So sehen halt die neuen Felder aus. Ne? Leer und da habe ich jetzt Tomaten und was drinne, was dauerhaft bleiben kann. Ne? Und entweder will das gedüngt werden und will halt nicht gedüngt werden. Das geht überall so rundrum. Ne? Da geht man dann, guckt und macht. Und dann weiß man, aha, es ist gedüngt. So, die Bäume wollen auch Düngung haben. Da ist es natürlich wichtig, dass die HAT voll ist mit Grün.
Ne? Und grün ist, es ist ja das mit dem Essen. Ne? Zum Beispiel der Fisch oder Fisch zum Kochen. Oder es gibt verschiedene Produkte, die man kochen kann. Oder halt auch Kaffee. Ne? Mein Schatz bevorzugt Kaffee durch die Dinos, die ich immer sage, Dinos zum Zähmen. Und ja, gibt ja eine ganze Palette voll Produkten. Da werde ich, glaube ich, auch noch mal ein Video eines drüber machen, weil es würde jetzt dieses ganze Rahmen sprengen. Bei dem Wein gibt es diese Reben. Ich sage jetzt einfach mal Reben. Das sind für mich auf Deutsch Reben. Ja, und die kann man ernten und dann kann man die hier, gibt so ein Gewächshaus, da kann man die drinne ziehen und die kann man dann wieder hier in Weinfeld geben. Gibt natürlich auch verschiedene, äh, ja, das kann man handhaben, wie man will. Ähm, Ich mache es meistens immer so, ich gucke, dass ich dann die, was da ist, wieder rauskriege und dass ich dann eventuell die Weintrauben entweder koche oder verkaufe. Ja, dann gibt es ja noch die Kakaobohnen, ne, da ist dasselbe. Will auch gedüngt werden. Am besten ist, man bleibt immer ein bisschen in der Nähe und dass das auch gedüngt werden kann. So, so. Hier ist der Kaffee. Der hat schon gedüngt, eine Düngung hinter sich. Oder muss ich nochmal Wasser hinretzen? Sehe ich gerade. Mache ich später gleich. Ne, bei dem Wasser. Wasserfass kennt ihr, das große. Eventuell einfach dran stehen. Geht Wasser. Früher gab es auch ab und zu mal Dinger, dann war ein bestimmtes Limit und dann waren die Wasser verbraucht. Ist hier nicht. Also wir haben beide unendlich, können wir Wasser ziehen. So, das stellen wir jetzt hier hin und gut ist. Und nichts braucht da, also, ne? Also für mich macht das, wie gesagt, jetzt, ich finde es schöner, wenn der Text oben drüber bleibt, ganz ehrlich. Aber das kann jeder haben und jeder denken, wie er will. Ne? Also für mich, weil es kann nämlich auch passieren, dass zwar jetzt hier überall 1111 steht und hat die Sim einen Neustart, auf einmal fängt es wieder von verschiedene Felder von, sagen wir mal, 98 oder 96% an. Ne? Also das kann sich schon ein bisschen verschieben. Ja, also ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ne? Also Kommentare wie immer. Schatz ist beim Dino-Rennen proben, wie auch immer, weil morgen ist ja Rennen. Ne? Also bis dahin, eure Sandy. Bye bye.